willkommen in der Webinar über den Punktwolken. Genau, ich bin Jeremy und ich begleite euch über diese interessante und spannende Thema. Wir sehen hier, es gibt ein paar Themen oder Kapiteln, die wir heute ansichten werden. Zuerst reden wir, wieso machen wir überhaupt Punktwolken? Und wieso kann diese Punktwolken-Themen oder Thema sehr hilfreich oder wichtig sein. Dann reden wir über Geschichte von Punktwolken und die Prinzipien und diverse Anwendungsfälle. Sehr interessante Anwendungsfälle und nicht die normale Anwendungsfälle, die wir bei Side und in der Side Academy immer wieder hören. Genau, und dann reden wir über die Aufnahme von Punktwolken-Dateien und die Laserscans und die folgende Modellierung, was passieren muss, damit wir das als ein Gebäudedatenmodell und digitalen Modell umwandeln können. Schlussendlich, ganz am Ende, werde ich die Bühne aufmachen für euch für Discussions und Fragen und Kommentare und so weiter. Alright, so starten wir. Wieso machen wir Punktwolken und wieso bleibt das immer noch ein spannendes Thema? In 2022, ich habe diese Zahl gefunden von Gebäude in Österreich. Es gab 2 Millionen, fast 400.000 unterschiedliche Gebäude in Österreich. In ganze EU gibt es 22 Millionen Gebäude. Wieso ist das interessant? Weil 75% von diesen Gebäuden sind ineffizient. Sie sind nicht energieeffizient. So das bedeutet, 2% von der Gebäudebestand und mehr als 60% von einer Energieverbesserung könnte durch diese Renovierung von den bestehenden Gebäudebestands verbessert sein. So wenn wir wirklich die intelligente, energieeffiziente Materialien einsetzen, dann können wir diese Verbesserung schaffen. Es gibt ein paar Programme in der EU. Zuerst reden wir über das Renovation Wave, was von der Europäischen Kommission finanziert wird. Und hier die Ziele geht es um Energieeffizienz, weniger Emissionen und nachhaltige Heiz- und Kühlsystemen, Bekämpfung von Energiearmut, Senken von Energiekosten und allgemeine Verbesserung der Lebensqualität. So der quantifizierbare Ziel von dieser Renovation Wave ist es die Verdopplung der Renovierungsrate und Sanierung von 35 Millionen von diesen 220 Millionen Gebäuden bis zu 2030. Das bedeutet für uns in Österreich, wir haben circa derzeit 4.700 Gebäude, die jährlich renoviert wurden. Und anhand von dieser Renovation Wave, soll diese Zahl auf 370.000 erhoben sein. In der EU, es sieht so aus,
haben wir hier eine Durchschnittzahl für Jahr in EU. Genau. Und es gibt nicht nur die Renovation Wave, sondern auch EU-Taxonomie, was um die Nachhaltigkeiten von Gebäude und Aktivitäten in Europa gilt. Genau, und die EU-Taxonomie ist eine Art Klassifizierung und es klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten anhand von Nachhaltigkeit. Ziel ist es, diese nachhaltige Aktivitäten zu fördern, Greenwashing zu vermeiden und den EU Green Deal zu unterstützen. Es ist für uns auch in der Bau- und Immobilienbranche besonders relevant, damit wir klimafreundlicher werden können. Was sind die Kriterien? Und ich habe schon gesagt, dass es gibt diese, es handelt sich um diese Nachhaltigkeiten und diese Umweltziele. Und es ist eine Klassifikation oder Klassifizierung. So, welche Aktivitäten werden hier gefördert? Und es handelt sich um Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft und Vermeidung von Umweltverschmutzung und noch Schutz der Biodiversität und Ökosysteme. Und es gibt auch diese Do No Significant Harm Prinzip. Das bedeutet, wenn wir eine von diesen 6 Umweltziele fördern, können wir nicht eine andere davon schaden. Genau. Diese EU-Taxonomie hat diverse Instrumente wie die Levels. So, es geht um die Unterstützung von dieser Taxonomie für nachhaltige Bauprojekte. Und hier Building Renovation Passport. Das ist ein Lebenszyklusdokument. Und es gibt vor diese Modernisierungsmaßnahmen für eines Gebäudes. Energienachweis, zum Beispiel eine Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden und die Taxonomie-Checklisten. Und genau, es gibt diverse Arten, so zum Beispiel die DGNB Taxonomie Quick Check für Investoren und Bauherren, ESG-Checklisten. ESG ist ein Akronym für Ecology Social Governance oder Environment Social Governance oder ökologische Sozial Governance. Unternehmen erstellen eigene Taxonomie-Checklisten für Berichterstattung und nachhaltige Investitionsentscheidungen. Genau, so wie funktioniert das? Wir nehmen als Grundlagen ein Gebäudedatenmodell. Wir verbinden es mit einer Materialiendatenbank und hier gibt es nur ein paar Beispiele. Und dann anhand von einer Datenmapping können wir diese Daten auswerten. So, lange Rede, kurzer Sinn, um alle von die Renovation Wave und diese Gebäude, die EU-Taxonomie, damit das erfolgreich ist und eine Chance hat, handelt es immer wieder um diese Gebäudedatenmodelle. So, was bedeutet das? Wir müssen Gebäudedatenmodelle für unseren bestehenden Bauwerken erstellen. Und wie machen wir das? Genau, jetzt gehen wir in die Geschichte, obwohl wir in der Site Academy immer wieder über die
neueste Dinge reden. Oft gibt es sehr etablierte Technologie und Prinzipien, die wir anwenden sollen. Und hier starten wir in 1864 mit einer Idee von James Clerk Maxwell. Und er hat diese Theorie über eine dynamische elektromagnetischen Feldes. Die elektromagnetischen Felder waren erst aber in 1888 von einem Heinrich Hertz beobachtet. Was hat das mit Gebäude, Datenmodelle zu tun? In 1917 hat Albert Einstein seine Quantentheorie der Strahlung geschrieben und veröffentlicht. Dann in 1928 hat dieser sehr interessante Typ, der Edward Hutchinson Singer, eine Idee gehabt. Vielleicht können wir diese Quantentheorie der Strahlung anwenden durch diese Suchscheinwerfen, damit wir die Fernerkundung schaffen können. Es war nur ein Paper, der hat das nicht getestet oder so, er hat das nur geschrieben. Und eigentlich hat niemand das gesehen, bis er gestorben war, Jahre später. In 1940 war Radar erfunden. So Radio Detection and Ranging ist quasi die Begriff für Radar. Und dann im 1952 gab es MASER, ein Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. In 1960 kam ein Laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Der Begriff Laser war eigentlich in 1959 publiziert von einem Typ namens Gordon Gould. Aber die erste Laser war wirklich von Theodor H. Maiman in 1960 erfunden. Genau, so. Wir hatten Radar und das ist Radio Detection and Ranging. Und dann nehmen wir die Light ins Spiel. Und durch diese Light und Radar haben wir LIDAR. LIDAR ist ein Begriff, es ist eigentlich CoLIDAR, Coherent Light Detection and Ranging. Das ist genau diese Theorie von Edward Singer von 1928, aber wir haben jetzt Lasers ins Spiel. Und in ich habe eine Folie dafür, in 1961 war die erste LIDAR-ähnliche System. So in 1963 könnte dieses System eine Reichweite von 11 Kilometer vermessen, quasi. 11 Kilometer. Aber da war eine, es hat eine Genauigkeit von 4,5 Meter. So, nicht so perfekt. Dann 8 Jahre später war der Maßstab ganz anders. Diese CoLIDAR-System wurde für die Apollo 15 Mission angewendet, also von 11 Kilometer auf 384.400 Kilometer erweitert. Genau. So, wir nutzen diese Idee von Lasers und Laservermessung und wir
erstellen eine Formel für diese Laservermessung-Werkzeug. Und wie funktioniert diese Formel? Wir wollen eine Distanz finden. Wir wollen ein Maß herausfinden. So, wir haben hier ein Gebäude und ein Maß. Wir benötigen aber eine Lichtquelle. Es ist jetzt nicht nur ein Scheinwerfer, sondern ein Laser. Und das C in dieser Formel bedeutet Lichtgeschwindigkeit. Okay? So, wir schießen hier ein Laser an ein Gebäude und dann spiegelt dieser Laser und kommt zurück zu dem Laserscanner. Und wir haben hier ein Timer, eine Uhr. So hier nehmen wir diese Lichtgeschwindigkeit mal Zeit. Und weil die Licht hin und zurückkommen muss, nehmen wir das Ganze und dividieren wir das durch 2. Und das ist unsere Distanz. Natürlich, es gibt andere Dinge, die ein Faktor haben, so zum Beispiel Winkel, Wetter, Genauigkeit und wer weiß was, genau. Genau, so aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben diese Licht als Maßband quasi. Und hier sehen wir, wie das funktioniert von einem Laserscanner. Unser Laserscanner schießt nicht nur ein Puls von einem Laser, sondern mehrere. Und es macht daraus ein Punkt, Wolke. Dann anhand von dieser Punktwolke oder dieser Punkte, wir sehen hier 2 unterschiedliche Arten von Information. Wir haben hier die Koordinaten von diesen Punkten, die abgemessen wurde oder aufgenommen wurde. Wir haben einen Intensitätsfaktor und so ein dritter Punkt, wir haben auch eine Farbe normalerweise. So, XYZ, Intensität und Farbe. Genau. Und damit wir das ausreichend aufnehmen, nehmen wir mehrere Scans in ein Weltkoordinatensystem. Anhand von diesen Scans können wir ein Punktwolken erstellen. Genau. Und jetzt ein kurzer Umweg oder einen anderen Weg, der im gleichen Zeitraum entwickelt wurde und dessen Prinzipien zur Entwicklung der Funktionen und Skalierbarkeit von Laserscannern beigetragen haben. Genau, hier geht es um eine Idee, die in 1867 von einem preußischer Architekt, Albrecht Meydenbauer, publiziert wurde. Und diese Idee heißt Photometrographie, hat er das benannt. Photogrammetry. In 1899 hat dieser Typ aus Frankreich, Louis Sedat, das Photogrammetry Workflow die Fassade des Hotel des Invalides in Paris verwendet. Genau, und hier ist ein Ausschnitt aus seinem Buch von 1899. Okay, so was sehen wir aus diesem Ausschnitt oder von das Grafik? Wir sehen hier ein paar Punkte, wo Bilder aufgenommen wurden. Und dann anhand von diesen Punkte und Koordinaten quasi, könnte er schlussendlich ein
paar Zeichnungen daraus machen. So, Photogrammetry ist einfach die Bildmessung von Objekten aus Fotografien. 1907 haben wir die Stereoautograph von Orwell. Und die Stereoautograph wurde von Carl Zeiss kommerziell hergestellt auch. Und dann in 1980 oder in den 80er Jahren gab es diese Umstellung von analog auf digital für die Photogrammetry, was viele Möglichkeiten sich geöffnet hat. Genau, so wir haben hier hier ist eine moderne Workflow für Photogrammetry. Wir haben hier die Feature Extraction anhand von, in der Zwischenzeit ist das über KI gemacht. Und das Feature Mapping wurde auch über eine künstliche Intelligenz, damit ein Gesamtbild generiert werden kann. Und wo kennen wir alle Photogrammetry? Ein sehr großer Use Case oder Anwendungsfall ist mit Google Earth. Genau, Google Earth verwendet nur Photogrammetry, um das ganze Erdkugel zu vermessen. Genau. Cool. Jetzt zu ein paar sehr interessante Anwendungsfälle für die Kulturerbschaft und so. Wir haben die Kölner Dom und hier Kölner Dom wurde als UNESCO Weltkulturerbes Gebäude verloben. Und genau, es gibt eine gewisse Popularität und ein Tourismus, das mitkommt anhand von dieser Weltkulturerbes-Titel. Aber es gibt auch Pflichten und Konsequenzen. So zum Beispiel, man muss ganz sicher sein, dass das Gebäude würde wird stehen für die nächsten paar hundert Jahren. Und wozu verwenden Sie Punktwolken? Sie haben die Fassade in 2015 zum ersten Mal gescannt mit Laserscanners. Und dann machen Sie immer wieder einen Laserscan, um zu sehen, ob es große Änderungen gibt, ob es Schaden an der Fassade gibt oder ob es Verschiebungen in irgendeiner Fläche, damit Sie das sehen können, bevor es mit dem bloßen Auge erkennbar ist. Genau. Die Notre Dame, es ist eine sehr interessante Geschichte und ein Tipp aus den USA, eigentlich ein Art Professor von Vassar College in New York. In 2010 ist er mit einem Laserscanner überall in Notre Dame gegangen und geklettert teilweise. Und er hat das ganze Dom gescannt. Und wieso hat er das gemacht? Sehr gute Frage. Er wollte wissen mehr über die Gothic-Architektur und wie Sachen damals gebaut wurden. Er hat ein Buch daraus gemacht, er hat diese Scans nachmodelliert und dann sehr schöne Bilder und schöne Grafiken daraus gemacht für seine Studenten und für sein Buch. Er ist aber in 2018
gestorben. Er hat so Lungencancer, glaube ich. Krebs. Und dann in 2019 ist war das große Brand in der Notre Dame. So, lange Rede, kurzer Sinn, die, die, ähm, die, die historischen Architekt, der Chefarchitekt für historische Denkmäler, der verantwortlich für den Notre Dame, letztes Jahr oder vorletztes Jahr äh, hat eine Rede bei Vassar College abgehalten, weil er so dankbar war für diese Punktwolken. Weil ohne diese Punktwolken könnten sie das Haus, das Gebäude nicht wieder bauen, hat er sogar gesagt. Pompeji, Pompeji kennen wir alle. Genau, es gibt eine Webbrowser-basierte Punktwolke, oder Punktwolken-Viewer, die man mitspielen kann. Und diese ist durch die University of Ferrara mit Open Heritage 3D. Und sie nutzen für die Browser-Viewer, Browser-based Viewer, Poetry, which war entwickelt bei TU Wien. So, wir haben eine Wiener Verbindung. Genau. Etwas ganz Interessantes in Kambodien. Es gibt diese großen Tempel Angkor Wat. Und Angkor Wat wurde in 1860 von einem französischen Entwickler entdeckt oder Entdecker entdeckt. Und er hat darüber geschrieben. Er sagte, es gibt diese uralte Tempels und sie sind mitten im Dschungel und sie sind von dem Urwald erobert eigentlich. Und seit dem 1860 haben sie versucht, diese ehemalige Tempel irgendwie mit den naheliegenden Städten zu verbinden in irgendeiner Form, damit sie sehen könnte, woher kamen diese Leute zu diesem Tempel, wofür würde das Tempel verwendet sein und so weiter. Erst in 2013 haben Archäologen das ganze Stadt entdeckt, der rundherum Angkor Wat ist. Und sie haben das entdeckt nur durch Punktwolken. Weil wenn man die Punktwolken anschaut und alle von den Bäumen im Urwaldweg entfernt, kann man diese eindeutige Straßenlinien sehen und man könnte, oder diese Archäologen könnte dadurch ein Stadtplan zeichnen. Genau. Zunächst haben wir auch eine sehr interessante Anwendungsfall. Das wurde in 2018 entdeckt nach 30 Jahren Forschung von dieser Professor Sadar in der Universität von Witwatersrand in Südafrika. Und hier hat er eine uralte Siedlung im Norden Südafrikas entdeckt. Diese Siedlung wurde von 15. Jahrhundert bis in die zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewohnt waren von einer
Quartier von Leuten, die es immer noch in der Umgebung die immer noch in der Umgebung wohnen, aber sie wussten nicht, woher sie kamen. So jetzt gibt es diese Verbindung. Das war ähnlich. Sie haben das Gebiet gescannt und dann alle Bäume entfernt aus dieser Punktwolke und daraus kamen diese sehr interessante Formen, die nachmodelliert wurde eigentlich und, und verglichen mit die derzeitige Häuser und Arten von Forstwirtschaft, dass ähm, von diese Leute, die dort gewohnt haben. In Mexiko in letztes Jahr, in 2024, eigentlich war es dieser Typ war in Texas, glaube ich, in den USA. Er hat von alle von diese anderen Fälle gelesen und er sagte, hey, ich bin mir sicher, es gibt diese Datenbanken von Punktwolken irgendwo, die ich anschauen kann und vielleicht kann ich noch irgendwas finden. Er ist ein Professor bei einer Universität für Archäologie. Und das hat er in der Tat gemacht und er hat diese Valerianer Siedlung gefunden, so ein Aztec äh, Stadt eigentlich in die äh, ja, Urwald in Mexiko. Und wie können wir diese Punktwolken erstellen, äh, um ja, äh, unsere Gebäude und unsere Kultur zu ermessen und aufzunehmen? Wir haben hier die Aufnahmeprozess in einer Zeitenlinie. Hier sehen wir quasi die Aufwand von dem Prozess. Schaffen, planen, aufnehmen, aufbereiten und dann liefern. Aufbereiten kommen wir ein bisschen später dazu. Aber zuerst hier ist eigentlich wie heißt Fallon von der Notre Dame in 2010 vermessen hat. Hier misst er eigentlich die National Cathedral in Washington, D.C. mit dieser Laserscanner. Aber ja, es ist wichtig, hier einen Projektüberblick zu verschaffen. Man muss diese Markerpunkte einplanen und dann die Frage ist, sollen wir Weltkoordinaten verwenden? Und wenn ja, müssen wir diese Weltkoordinaten verorten in unsere Markerpunkte-System. Dann Empfehlungen, alle Türen und Fenster öffnen, so weit wie möglich alle Außenbereiche aufnehmen, dann Spiegeln sollen vermeiden. Und ja, man muss wirklich die Geräteanforderungen anschauen und auf diese Anforderungen eingehen. Hier sehen wir eine Punktwolke anhand von dieser Vermessung eigentlich. Und dann schlussendlich werden wir diese Punktwolken dann nachmodellieren. Und wie machen wir das? Was ist die quasi Workflow oder was sind die einzelnen Schritte? So jetzt zur Aufbereitung. Zuerst müssen wir die Punktwolken bereinigen anhand von Resampling und wir können diverse Filters
für das Resampling verwenden, so Intensitätfilters, Rauschfilters oder Octree in Cloud Compare zum Beispiel. Was wir hier sehen, ist eigentlich Octree. Es macht dieses schöne Grid oder Raster von Punkte. Es gibt auch eine Bayesian-Funktion in manche Punktwolken. Ja, Bearbeitung, Werkzeuge oder Softwares und Segmentation. Dann müssen wir die Punktwolken registrieren. So, das können wir anhand von Translations oder Drehungen. Wir können manche Softwares machen das automatisch. Und dann ist es immer empfohlen, es wirklich anzuschauen und zu überprüfen. Werkzeuge wie Cloud Compare und Leica hat ein Punktwolke-Software, es heißt Cyclone. Sie haben diese Funktionalität von Punktpaaren. Man kann diese Punktpaaren aussuchen und dann die als Paaren definieren und dann werden sie dann zueinander verschoben. Auch ganz hilfreich, und ich mache das normalerweise in meinem Autoren-Software-Programm, ist die Verortung eines Punktwolke anhand von eines DWG-Datei. Genau. Dann Modellierung. Ich empfehle es immer wieder, diese dünne Scheiben von einem Gebäude anzusichten, um zu sehen, was es gibt in diesem Bereich. Hier sehen wir ein Ansicht, Scheibe, so ein Schnitt und hier ein Grundriss, Scheibe. So wir können hier mit die Schnitthöhe von unserer Grundrissdarstellung spielen und diese Wände oder Elementen nachmodellieren anhand von die Punktwolken. Es gibt ein paar andere Tricks, die unsere Autoren-Software-Programme haben. Und es handelt sich um die Darstellung von diesen Punktwolken. Hier sehen wir RGB-Werten werden anhand von der Höhe von diesen Punkten definiert. So, rot sind höher als die blauen Punkte. Das kann natürlich für gewisse Workflows oder Anwendungsfälle hilfreich sein. Hier sehen wir die Intensitätsfaktor. Ich sage das die ganze Zeit, Intensität. Was bedeutet das? Wir haben das schon ganz, ganz früh gesehen. Wo war das? Hier haben wir das gesehen. Intensity Value. Intensität Value bedeutet einfach die Genauigkeit von der Punkt. Wenn der Punkt ganz sicher ist, dass der Punkt, dass er an dieser Stelle sich befindet, dann wird dieser Intensitätswert sehr hoch sein. Wenn es irgendwas gibt, so zum Beispiel schauen wir, was es hier gibt, diese Flächen, es schaut so aus, als ob diese ein Vorhang ist. Und der Punkt ist nicht so sicher, dass es dort irgendwas ist oder dass es dort genau ist. So, es wird hier in grün dargestellt. Es gibt noch irgendwas, das super hilfreich ist für Nachmodellierung. Und wir können unsere Punktwolke nach normalen
darstellen. So, wenn die Fläche, was aufgenommen wurde, vertikal ist, wird das hier in grün dargestellt. Wenn es horizontal in blau und wenn es vertikal, aber in die andere Richtung, wird es rot dargestellt. Dann können wir alle von die anderen Farben oder diese Mischfarben einfach ignorieren und die Rot, Grün und Blau Ebenen nachmodellieren. Sehr cool. So, jetzt habe ich noch ein paar Tools für euch. Besonders, wenn ihr in Wien seid. Wir haben von unserer Vermessungsmagistratsabteilung in Wien die Kapazunda Programm. Und sie haben über die ganze, über alle Straßen in Wien oder über viele Straßen in Wien ein Fahrzeug gefahren und Punktwolken aufgenommen. Und man kann an diese Geodatenviewer ein paar oder einen Bereich definieren und dann ein paar Tagen später bekommt man ein E-Mail mit einem ZIP-Datei mit alle von diesen Punktwolken. Hier zum Beispiel sehen wir Grüngasse. Unser Lab ist hier im Hof. Genau. Ich habe das. Wir können das jetzt hier anschauen. Hier sehen wir das Programm Recap, ein Punktwolken-Viewer oder Bearbeitungstool, Werkzeug von Autodesk. Und hier sehen wir die Punktwolken rundherum unser Lab von der Stadt Wien. Genau, also man sieht alle von den Straßen und dadurch sieht man alle Gebäudefassaden eigentlich. Das will ich ein Gebäude planen würde und es gibt Nachbargebäude, würde ich hier einen Körper erstellen und einfach diese Punktwolken drauf projektieren. Das macht sehr schöne Visualisierungen und so weiter und sehr realistisch auch. Genau. Und alle von diesen Links und so weiter und Ressourcen werde ich auch in die Description von dem Video hinzufügen, falls ihr das später ansichten wollen. Dann, das war es von mir aus und jetzt öffne ich die Bühne. Für euch gibt es Fragen, Kommentare? Habt ihr Ideen? Wenn es keine Kommentare gibt, ja doch, Jakob. Hallo Jeremy, Hallo. servus. Servus. Und zwar das Aufbereiten der Daten. Nehmen wir mal an, zum Beispiel Revit, also Tonsoftware. Wie funktioniert das dann? Weil ich muss ja die Aufbereitung machen über Recap und die Verarbeitung zum Beispiel nachmodellieren könnte ich ja mit Dynamo mir Flächen generieren und die dann sozusagen nachmodellieren, oder? Nicht ganz, derzeit noch nicht, Okay, kann man sagen. Aber ja, der erste Schritt war hundertprozentig richtig. Wenn man Revit als Autorensoftwareprogramm verwendet, dann muss man Recap anwenden. Revit ist eigentlich der einzelne Autorensoftware, das arbeitet nicht mit diesem offenen Dateiformat E57. mhm. Man muss das in ein Recap-Datei umwandeln. Mhm. Recap muss an demselben Rechner installiert sein. Und dann kann man ein Recap-Datei in Revit aufmachen. Aber dann, man muss das wirklich ganz genau nach dieser
Modellierung, Workflow nachmodellieren mit die Revit-Werkzeuge wie Wand für Wände, der Geschossdeckenwerkzeug für die Slabs und Geschossdecken und abgehängte Decke für abgehängte Decken, Ja. natürlich. Und so weiter. Ja. Ich habe das nämlich schon mal gemacht. Und mein Problem war, dass die Punkte, die ich als Punktworker bekommen habe, die waren natürlich, sage mal so, die hatten keine Fläche. Also die waren zwar gut aufgenommen, aber ich konnte keine Fläche daraus erzeugen aus Dynamo. Mhm. Und da habe ich ein Mhm. paar Tricks anwenden müssen, die Skelette. Das war mein Problem ein bisschen auch, ne? Ja, Also und es wenn man das machen könnte, mhm, sind diese Flächen, nicht parametrisierbar, sie sind nicht intelligent, sie wissen nicht, was sie genau, sind. genau. Noch nicht, genau. Es gibt mehrere Gruppen, die arbeiten auf eine Lösung für sowas, Mhm. aber bis heute haben wir kein, wirklich erfolgreiche, Werkzeug gesehen. Der Okay. Stand für heute. Es ist die 26. Februar 2025. Es könnte anders es könnte etwas kommen morgen, aber das Mhm. wissen wir noch nicht. Okay. Danke. Ich sage danke. Danke für die Frage. Noch irgendwas? Na, wir sind eine kleine Gruppe heute Abend und aber klein, aber fein. Und es hat mich sehr gefreut, die Zeit mit euch zu verbringen. Und falls es Fragen gibt, sind wir immer hi@side.academy oder side.academy online verfügbar. Und genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend und schöne Reste der Woche. Bis dann.